Aus Ungarn. Vom Sperrmüll bis zum Kamin. Der Löwe brüllte mit tiefer und kräftiger Stimme, und die Affen turnten in ihrem Gehege. Es war Sommer im Zoo, und die Tiere genossen die Wärme. Sogar die Giraffe hatte ihren Kopf verträumt oben in den Zweigen eines Baumes gelegt und blinzelte in die Sonne. Wie immer roch es nach einer seltsamen Mischung aus Stroh, Futter und Tieren. Der Zoodirektor war guter Laune, denn er durfte sein Büro renovieren, und so flog alles Alte hinaus, und neue Möbel, Lampen und Teppiche kamen hinein. Bei dem Sperrmüll stand nun auch ein schöner roter Ohrensessel, der zwar schon alt, aber eigentlich noch gut in Schuss war. Der Sessel aber war kein gewöhnlicher Sessel. Nein, er konnte auch sprechen und hieß Tobi. Und es gefiel ihm überhaupt nicht, hier im Sperrmüll zu sein. Die Lampe neben ihm hatte spitzige Kanten und das drückte ihn schrecklich in die Lehne, und überhaupt waren diese alten Möbel so furchtbar ordinär. Also, hier bleibe ich nicht länger, und die groben, alten Möbel haben mir überhaupt kein Benehmen. Und wie er so überlegte, beschloss er, sich ein neues Zimmer zu suchen, mit Menschen, die ihn gern hatten und pflegten. Er rief seine Freundin, eine kluge, sprechende Taube, zu sich und erzählte ihr von seinem Plan, und sie versprach ihm zu helfen. Während Tobi so mit der Taube sprach, begann er bereits, den Sperrmüll zu verlassen und ging einfach los und kam an einen schönen kleinen Weg. Da ging eine dicke Frau mit ihrem dicken Hund spazieren, und als sie nun Tobi da am Wegesrand stehen sah, begann sie zu lächeln. Sie ging schnurstracks auf ihn zu, setzte sich, dass er nur noch ächzen konnte. So dick war sie, dass er keinen Schritt mehr vorankam, und er wollte doch unbedingt raus aus dem Zoo und sich eine neue Bleibe suchen. Aber diese dicke Frau dachte nicht im Traum daran aufzustehen. Nach einer Weile kamen noch 2 dickere Freundinnen von ihr und setzten sich auf die beiden Lehnen von Tobi. Es war kaum noch auszuhalten, und diese 3 Damen wollten und wollten nicht gehen. Das Täubchen sah die Not von seinem Freund und flog zum Löwenkäfig, um Hilfe zu holen. Die Damen aber zogen in der Zwischenzeit ihre Kekse heraus und fingen an zu plaudern. Aber da, um Gottes Willen, der Hund schaute rechts und links, hob das Bein und wollte gerade. »Nein«, rief Tobi, »das ist zu viel, das halte ich nicht mehr aus!« Und er fing an, sich zu schütteln, dass die dicken Freundinnen und der Hund vor Schreck wegsprangen. Dann fuhr er seine Sprungfedern aus und piekte die dicke Frau in ihr noch viel dickeren Allerwertesten, dass auch sie vor Schreck quietschte und aufsprang. »Na warte, du unverschämter Sessel, dir werden wir's zeigen!« So riefen sie und wollten Tobi nun mit ihren Regenschirmen verhauen. Doch da kam in letzter Sekunde das Täubchen mit dem Löwen herbei. Der Löwe sah den 3 ängstlichen Frauen tief in die Augen und fing an zu brüllen. Und die 3 Frauen wurden ganz blass, dann drehten sie sich um und liefen so schnell, wie ihre kurzen, dicken Beine sie tragen konnten, davon. »Oh, das war gut, das war sehr, sehr gut«, sagte Tobi und lachte und bedankte sich herzlich bei dem Löwen und der Taube. Die Taube aber sagte zu ihm: »Gurr, komm mit, ich weiß, wo du wieder ein schönes Zuhause bekommen kannst.« Und sie flog los, und Tobi holperte im Sesselschritt hinterher.
Nach einiger Zeit kamen sie an ein kleines Häuschen mit einem schönen Garten, und die Taube blieb dort sitzen. »Gurr, schau, Tobi, da wohnt ein junges Ehepaar. Die werden sich sicherlich freuen, wenn du zu ihnen kommst, denn sie haben wenig Geld und können sich einen so schönen Sessel wie dich nicht leisten. Gurr, gurr.« Da fasste er sich Mut, ging an die Türe und klingelte. Ein junger Mann öffnete die Tür und lächelte, als er den schönen roten Ohrensessel sah. »Hey, Luisa, komm schnell her! Schau, was man für uns abgegeben hat!« Und Luisa, sie freute sich auch sehr, als sie den Sessel sah, und sie suchten einen wunderschönen Platz für ihn. Im Wohnzimmer, direkt neben dem Kamin, mit einem prächtigen Blick auf den kleinen Blumengarten.